Unsere Tedford-Toilettenspülung. Wir sehen es hier. Ein Rinnsal an Wasser. Ja, wie wir das Ganze beheben, das zeigen wir euch in dem Video. Wenn dich das interessiert, bleib sehr gerne dran. Wir zeigen dir, wie das geht. Seid gespannt. Viel Spaß. Bis gleich. Komm, steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Wir gehen außen in die Toilette. Wir nehmen unsere Kassette erstmal raus, weil wir brauchen ja den Platz, weil wir hier einiges ausbauen müssen. Dann machen wir mal hier unser Fach leer und dann holen wir uns mal entsprechendes Werkzeug. Das kann man auch unterwegs machen, wenn ihr auf Reisen seid, diese Reparatur. Ja, liebe Freunde, unsere Toilette hier von unten, da haben wir hier eine Schraube, hier eine Schraube. Dann müssen wir das ausbauen und hier entfernen. Wir werden jetzt erst einmal hier den Schlauch drucklos machen, damit wir hier kein Wasser reinbekommen und lassen uns hier das Wasser erstmal in die Kassette laufen. So, der Schlauch hier von der Toilettenspülung ist leer und jetzt können wir anfangen mit Schrauben. Wir lösen jetzt erst einmal hier die zwei Schrauben. Einmal hier, die ist nicht so gut zugänglich, aber es funktioniert. Dann bauen wir mal hier aus, ziehen ganz einfach mal den Schlauch hier raus. Dann ziehen wir mal hier die zwei Kabel ab. Nummer 1 und Nummer 2. Und dann schrauben wir das hier mal auf. Hier kommt jetzt noch ein bisschen Wasser. Wir nehmen dazu ein Tuch, legen das uns hier drunter und dann schrauben wir erst einmal hier die Leitung ab. Und jetzt zeige ich euch das mal. Und zwar haben wir hier drin einen Filter. So schaut das Ganze aus. Und den Filter, den ziehen wir uns jetzt erstmal raus. Den Filter bekommt ihr so einfach nicht raus. Wir haben hier eine spezielle Zange und mit dieser Zange kann ich den Filter schön zum Fassen bekommen und ziehe den mal hier raus. So, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und hier ist jede Menge Dreck drin. Ihr seht es auch. Und das müssen wir jetzt so schön sauber machen, dass das wieder richtig funktioniert. Ich habe jetzt hier ein Tuch noch mit. Hier sehen wir es noch mal ganz deutlich. Das sind solche komischen Schlieren, Spuren hier drin. Das werden wir auf jeden Fall mal richtig ausputzen. Ich habe hier ein spezielles Tuch, so ein Haushaltspflegetuch oder Desinfektionstuch und damit bekommt ihr das schön sauber. Jetzt spülen wir das Ganze aus. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Das sieht schon richtig gut aus. Der Filter ist wieder sauber. Wir setzen jetzt hier unseren Filter wieder ein. Also das ist auch eine Reparatur, die ihr machen könnt auf dem Stellplatz, wenn ihr unterwegs seid. Jetzt sitzt unser Filter wieder drin und jetzt bauen wir alles wieder richtig ein und testen das Ganze mal. Als erstes schrauben wir hier mal an. Wichtig ist, in dem Frischwasserschlauch habt ihr hier eine Dichtung drin, dass die Dichtung richtig sitzt und dass die auch noch okay ist. Beim Aufschrauben bitte nicht das Gewinde verkanten hier, weil sonst müsst ihr alles austauschen. Und das Ganze wird jetzt schön handfest angezogen. Wir geben auf jeden Fall dann noch einmal Druck drauf, dass wir das Ganze gleich entsprechend testen können. Dann werden hier die Kabel wieder richtig verlegt. Denkt daran, das ist alles Plastik hier und
Ich mache das zwar mit einem Akkuschrauber, aber sehr, sehr vorsichtig. Da müsst ihr dann ganz genau schauen oder ertasten, wo die Schraube wieder reinkommt. Man sieht das auch leicht von vorn und wie gesagt vorsichtig. Wir schalten jetzt unsere Pumpe wieder ein. Unsere Pumpe, die ist ja relativ leise. Und jetzt prüfen wir hier nochmal, ob alles dicht ist. Verschraubung ist dicht, ist wieder fest. Und jetzt kommt unsere Toilettenkassette wieder rein. Und wir gehen jetzt mal hier rein und testen ganz einfach einmal unsere Spülung. Voila! Wasser geht wieder bis rum. Ja, ihr habt es gesehen, liebe Wohnmobilfreunde, wenn eure Toilettenspülung mal nicht mehr geht. Ganz einfach, ihr könnt es auf dem Platz erledigen, ihr könnt es unterwegs erledigen, wenn ihr auf Reisen seid. Ihr habt es gesehen, wie es geht, haben wir schon einige Male gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, freuen wir uns natürlich auf einen Daumen nach oben. Abo nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Quick-Tipp für Reisemobil und Camper. Bis dahin, tschüss! Steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken, Freiheit pur. Womo reisen, unser Abenteuer.